Das ist der neue Clio E-Tech Hybrid. Ja, wir sind bei der Autogalerie Saar und allein die Farbe, muss auch sagen, das ist jetzt so ein Rot-Metallic-Effekt, der unglaublich gut funktioniert. Das Auto ist auch frisch gewaschen. Es kostet als Angebotspreis hier 19.990 €. Wir sprechen von einem Spritverbrauch von unter 4 Litern. 3,6 Liter steht drauf. Und ja, es ist eigentlich nicht mehr so ein Clio, wie man den kennt von früher. Das war ja mal ein Kleinwagen oder ein Kleinstwagen, sondern es ist jetzt ein richtig ausgewachsenes Auto. Hier ist Svenja, grüß dich. Hallo. Du bist ja Azubine. Genau, ich bin schon Azubine hier seit 2 Jahren. Bin momentan im Verkauf tätig, genau. Du bist Saarländerin. Ich bin Saarländerin, genau. Aus welchem Ort kommst du denn? Aus Saarbrücken, Dudweiler, genau. Aus Dudweiler? Genau. Sehr schön. Ja, das ist ja, da ist mein Sohn übrigens geboren in Dudweiler. Die haben ja damals noch entbunden, aber jetzt ist ja zu, die Entbindungsklinik. Okay, ja. So ist das. Ja, wir sind in der Wiesenstraße. Ihr habt mehrere Outlets hier, das heißt insgesamt 4 Niederlassungen bei der Autogalerie. Genau, 4 Niederlassungen haben wir. Wir haben auch überall genug Autos stehen. Überall auch genug Clios. Genau, der Clio Hybrid ist jetzt seit diesem Jahr neu rausgekommen. Den haben wir ganz neu. So, ich zeig's mal gerade von hinten, die man sieht. Das ist jetzt kein Facelift, sondern der ist komplett neu. Ja, der ist komplett neu. Also seit 2020, wie gesagt, dieses Jahr vermarkten wir den, verkaufen wir den. Genau. Der sieht aus wie ein Rennwagen von hinten, oder? So sportlich. Ja, der ist schon ziemlich schnittig geschnitten. Ist das ein Mädelsauto oder ist das egal? Jungs, Mädels? Boah, das ist eigentlich egal. Es kommt immer auf die Farbe drauf an, würde ich sagen. Es ist für jeden eine Farbe dabei. Der ist so Candy-Rot. Das ist so eine, ich hab keine Ahnung, die changiert so ein bisschen, je nachdem wie die Sonne einfällt, gell? Ja, die glänzt manchmal mehr, manchmal weniger. Ne? Also gerade wenn die Sonne richtig drauf kommt, sieht man das Rot richtig schön rausstechen. Genau, macht einen richtig guter Effekt auch in der Sonne. Ja, ich zeige mal gleich den Spritverbrauch. Also der hat einen Mild Hybrid mit dabei, das heißt also der lädt sich auf über die Bremsenergie, die da normalerweise verloren geht. Ist ein Elektromotor mit drin und der macht ihn sehr sparsam. Wenn du mal gerade die CO2-Werte da vorne mal festhältst, sodass ich die filmen kann, dann zeigen wir mal gerade, er hat eine CO2-Effizienz von A. Hier vorne steht es drauf und ja, 3,6 Liter kombiniert. Er tankt Super E10 und hat 83 Gramm pro Kilometer. Das ist ja schon Weltrekord bei 83 Gramm. Genau, das ist gar nicht viel. Also unter 100 ist echt perfekt, ist top. Alles unter 100. Genau, der hat sich gerade selbst zugeschlossen. Weil du etwas weggegangen bist, genau, gell? Weil ich etwas weggegangen bin, genau. Das werden wir gleich mal erklären. Denn er hat noch was Besonderes, er hat 103 kW. Das ist schon richtig, das heißt, der geht, oder? Ja, der geht richtig gut, genau. Der läuft unten raus richtig schön. Da gibt es gar kein Problem. Überleg mal, als du angefangen hast, 3,6 Liter für ein Clio. Ich meine, die haben eh schon wenig Sprit verbraucht. Da waren wir aber so bei 5, 6 Liter. Ja. Jetzt sind wir bei unter 4. Ist das möglich, den zu fahren mit unter 4? Unter 4, ja. Das ist schon möglich. Das kann man fahren. Es geht aber auch nur beim Hybrid. Beim normalen funktioniert das nicht. Ja, der Preis, ich habe es eben schon gezeigt, rund 20.000 €. Förderung ist nicht möglich, E-Kennzeichen gibt es auch nicht bei dem, aber es ist ein Elektromotor drin. Genau, es ist ein Elektromotor drin, der dann über die Batterie, die sich hinten unterm Fußraum befindet, geladen wird. So, das ist so eine Kurzstreckenbatterie, also das heißt, die rekuperiert die Energie. Beim Anfahren ist es besonders schön. Interessanterweise haben diese Autos, wenn du es nochmal kurz festhältst, nochmal der Energieverbrauch, der Wind, der macht uns da immer so ein Kreuz durch. Hier sieht man nämlich innerorts 4,4 Liter und außerorts 4,1 Liter. Das bedeutet, es unterscheidet sich gar nicht so viel. Das heißt, wenn ich jetzt Autobahn fahre, natürlich Vollgas, dann nimmt er sich mehr. Das ist ganz klar. Genau, also auch bei Vollgas tut er natürlich auch den Verbrenner einschalten. Das ist völlig normal. Das schafft er mit dem normalen Elektromotor natürlich nicht. Genau, aber er fährt in der Stadt bis zu 80% rein elektrisch. Je nachdem, wie voll man ihn dann kriegt, genau. durch Bremsen. Das ist so. Also, wie es genau funktioniert, da gibt es ja nochmal Webseiten, da ist das Ganze nochmal genau erklärt. Wichtig ist Probefahren, das heißt am besten mal selber herkommen, mal so ein Auto mal Probefahren. Wenn ich jetzt so an den Clio denke von damals, dann waren die immer laut auf der Autobahn. Ja? Die sind immer mit hohen Drehzahlen auf der Autobahn gefahren, das hing aber von der Motorisierung auch ab, oder? Das heißt, je nachdem, was man wählt, also der hier ist leise. Ja, der ist echt super leise. Also wenn man den anmacht, der startet ja im rein elektrischen Modus, also ohne Verbrenner. Den hört man fast gar nicht. Genau, und bis zu 75 km/h fährt er auch rein elektrisch. Also meine Clio-Erfahrungen sind allerdings schon 15 Jahre her. Da warst du, bist es, wie alt bist du? Ich bin 19. Da warst du 4. Genau. Aber das ist also es gibt ja große Fans von Renault. Was spricht denn für Renault aus deinen Augen?
Oh, Renault ist eine super Marke, die gibt es schon ewig, gerade Clio. Wir haben dieses Jahr 30-Jähriges beim Clio. 30? Ja, den gibt es schon 30 Jahre tatsächlich. Und das ist einfach ein Auto, was schon so lange auf dem Markt ist, was auch fast jeder kennt, würde ich mal sagen. Ja, und jetzt mit dem Hybrid ist halt ein neues Auto rausgekommen, was man auf jeden Fall sich mal anschauen sollte. Frage, 5-Türer, 3-Türer gibt es auch noch? 3-Türer? Ne, 3-Türer gibt es. Also alle haben jetzt 5 Türen. Genau. So, das heißt, wenn man noch ein kleineres Auto haben möchte, aber ich glaube, die haben heute alle 5 Türen. Wenn du mal so lieb bis hinten mal aufmachst. Ja. Der hat jetzt schon ein bisschen Extras drin. So, das heißt, die Parkhilfe hinten ist drin. Genau, also die Einparkhilfe hinten, akustisch, die ist da schon mit drin, genau. Hier haben wir... Piepser. Genau, Piepser kann man sagen, genau. Das Kofferraumvolumen ist auch ziemlich groß, weil ja der Elektromotor vorne sitzt. Das heißt, wir kommen auf fast 400 Liter Kofferraumvolumen tatsächlich. Ja, da haben wir schon in dem Segment viel Platz. So, es geht auch tief runter. Das heißt also, niedrige Ladekante sieht anders aus. Allerdings habe ich auch viel Platz. Das heißt, ich kann hier meine Getränkekisten reinladen und so weiter. Das ist ja auch so, jeder weiß ja, was er kriegt. Der kann es ja vorher auch testen und ausprobieren und so weiter. Aber der Kofferraum ist schon groß, oder? Ja, der ist auf jeden Fall für ein relativ kleines Auto, sage ich jetzt mal, ist der schon groß. Die Länge von dem Fahrzeug ungefähr? 4 Meter. 4 Meter ungefähr, genau. Da ist er. Wenn du dich mal kurz daneben stellst, dass man mal so die Größenverhältnisse mal sieht. Das ist schon ein großer Clio, muss man sagen. Das hat nichts mit dem zu tun, was es früher mal gab. Genau. Was auch süß ist hier, die Antenne, die sieht so ganz stylisch aus. Ja, die ist super stylisch gemacht, im Gegensatz zu der ganz normalen, strikt normalen Antenne. Ne? Sehr süß. Sag mal, 19 Jahre Automobilbranche, was hat dich denn bewogen? Du hättest ja auch was Ordentliches machen können, oder? Ja, was heißt ordentlich? Also, war Spaß. Gut. Ja, nee, ich liebe Autofahren. Also ich bin mit meinem Papa früh immer super gerne Auto gefahren, wollte immer vorne sitzen. Der hat auch ganz früh schon Clio gefahren, generell. Renault, ganz viele. Und ja, deswegen fahre ich auch selbst jetzt einen Megane zum Beispiel. Okay. Genau, und das hat mich dann dazu bewogen, jetzt auch bei der Renault mich zu bewerben und da zu arbeiten. Ich nehme das nämlich zurück, denn es gibt immer mehr Frauen. Ich sag mal so, wenn man bei euch heute alle Mädels abziehen würde bei der Autogalerie, dann könnt ihr den Laden zumachen, oder? Ja, ja genau. Ja, nee, es ist schon... Abwicklung, Vertrieb, Verkauf und so weiter. Ist das schwer, mit den Jungs zu arbeiten? So in der Werkstatt sind ja wahrscheinlich noch viele Jungs, oder? Ja, aber das ist gar kein Problem. Also mit den Jungs lässt sich super gut arbeiten. Gar kein Das heißt, ich kann zu dir kommen, mich von dir beraten lassen. Du kannst mal das Auto verkaufen als Azubine im 2. Lehrjahr. Ja, das funktioniert seit einem halben Jahr, genau. Sehr cool. Ist das schön im Verkauf? Sind die Leute nett? Ja, klar. Ist gar kein Problem. Funktioniert alles super. Man muss sich halt reinleben, aber so läuft es am besten, wenn man selbst probiert, ne? Ja, jetzt in Zeiten von Corona sind wahrscheinlich viele Schulungen ausgefallen von den Herstellern, oder? Ja, schon. Wir hatten zwar mal 1, 2, ne? Aber ja, nur mit Abstand, mit Maske ist alles ein bisschen anders und schwieriger als sonst, ne? So, hier vorne hat man auch natürlich die Piepser vorne mit drin. Wenn du mal so lieb bist, mal die Motorraumhaube auch mal aufmachst, dann gucken wir mal rein. Die Farbe hat es mir schon angetan. Das muss ich. Also man kriegt es leider nicht so richtig rübergebracht. Es leuchtet in verschiedenen Farbfacetten und ist interessant, wenn man einsteigt, da kommt so eine Begrüßungsmusik, so eine Fanfare. Genau, also das kann man auch ausstellen, wenn es einen stört, aber das ist halt ziemlich typisch Renault. Ja. Das ist eigentlich ganz witzig. Also man kann es ausmachen. Man kann es auch ausschalten, genau. So, da vorne rechts ist der Elektromotor? Nee, das ist der Startergenerator. Der Startergenerator? Genau, der hat 15 kW und der Elektromotor befindet sich circa neben dem Getriebe mit 35 kW. Genau. Das hier ist der normale Benziner. So, ich habe schon eins gelernt, bei Renault ist alles gelb, was man selbst machen darf. Ja, genau, das stimmt. Also Scheibenwischwasser, Ölmessstand. Da haben wir hier links noch die Kühlflüssigkeit. Das ist gelb-schwarz. Genau, die linke ist nur für den Motor und die Heizung. Und rechts befindet sich noch eine Kühlflüssigkeit, die ist dann für den ganzen Elektromotor. Der braucht nämlich auch eine, weil der da auch heiß wird. Wird auch warm. So da vorne alles, was orange ist, nicht mit der Heckenschere rein. Nee. Orange darf nur der Mechaniker, der sich gut auskennt. So, da brauchen wir auch eine spezielle Zulassung. Das darf auch nicht jeder ran. Man braucht eine Elektroprüfung dafür und Zulassung. Hier vorne der Startergenerator. Das ist ja cool. Ja, ich habe ja keine Ahnung davon. Das kannst du mir denn alles im Anschluss erklären. Ja, wenn dich mal kurz reinsetzt. Ja. Dass man sieht, deine Größe heute, wie groß bist du? Ich bin nur 1,63. Also das heißt nur. Das ist doch... Ich bin nicht so groß, ne? Aber du kommst überall gut ran? Da ist super viel Platz, genau. Ist der höhenverstellbar, das ist? Der ist höhenverstellbar, genau. Den kann man hier hochziehen oder auch runterdrücken. Mach dir mal so, wie es dir gefällt. Machen wir gerade.
Ja, so ungefähr kann ich übers Lenkrad schauen. Das passt. Super. Klasse. So, das heißt, höhenverstellbar ist er. Ich kann ihn in der Neigung verstellen. Das Lenkrad, wie kann ich das verstellen? Das kann ich auch Höhen verstellen und raus und reindrücken. Also das funktioniert super. So, hier vorne habe ich natürlich alles an Helferlein. Das ist doch kein Clio mehr. Das ist doch hier von der Ausstattung her schon... Das ist schon ordentlich, oder? Der hat sich super gemacht im Gegensatz zum Vorgängermodell. Also auch das Display, das ist alles... Da schauen wir uns gleich mal an. Genau. Also, dass ich mal kurz zu dir rüberkomme. Da vorne ist ein Spurhalteassistent mit drin. Genau, Spurhaltewarner, Spurhalteassistent. Das kann man nach Belieben einstellen oder auch ausstellen. Ne? Multifunktionslenkrad. Genau. Dann haben wir hier Tempolimit, Geschwindigkeitsbegrenzer. Da vorne ist auch so eine Haptik mit drin. Das ist nicht, das sieht so ein bisschen aus wie Carbon-Look, ist es aber nicht. Ist so ein Relief drüber. Ist das weich oben drüber, das Armaturenbrett, wenn du mal oben fährst? Das hier? Ist das ein bisschen weich, wenn man drauf drückt? Ja. Oder ist es ganz hart? Jetzt nicht so weich, aber ja, es geht, würde ich jetzt mal sagen. Also so mittelmäßig. Die ist ordentliche Haptik. Innen drin ist ein digitales Display in der Mitte. Genau, das ist ein 7 Zoll Display. Das kann man mit einem Paket halt mit dazu bestellen. Das ist jetzt hier auch mit drin. Bei dem Preis von 19,99. Genau. Sehr schön. Ja, wenn du mal kurz da sitzen bleibst und dann komme ich mal auf deine Seite. Der Startergenerator. Da ist er. So, dann steige ich mal ein. Ah, jetzt weiß ich auch, was du gemeint hast. Cool ist auch, der hat eine Automatik. Genau, der hat ein Automatikgetriebe, Multimod-Automatikgetriebe nennt sich das, weil der Verbrenner ja erst während der Fahrt irgendwann, wenn es benötigt wird, eingeschalten wird. Okay, das heißt, der kommt stets mit der Automatik dann. Wenn da Leute Angst haben vor Automatikfahren, die wollen oft einen Tag später nichts mehr anderes haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man schon, wenn man die Kupplung nicht mehr braucht. Das ist echt super entspannt. So, vorne ist das Eco-Modus, ein riesen Display nochmal in der Mitte. Ist das Touch, das Display? Ja klar, da kann man draufdrücken. Das ist alles Touch-Funktion. Es reagiert auch super, ohne Probleme. Also nicht so ewig warten, verzögert von der Bedienung. Also praktisch so wie beim Handy, wie man es kennt. Ja, genau. Da kann man auch die Straße, alles eintippen wie mit dem Handy. Das funktioniert super. Ich zeige mal gerade so ein kleines Detail. Da vorne ist dieses Multifunktionsteil, was bei jedem Renault drin ist. Ja. Denn damit kann man Radio und so weiter blind bedienen, Genau. wenn man es denn mal gefunden hat. Das ist Ja, genau. Da ist einmal lauter, leise, ne? Ganz normal. Da kann man hier mit dem linken Knopf umstellen, ob man Bluetooth haben will, also Musik übers Handy hören will. Oder Radio. Genau. Klimaautomatik. Klimaautomatik hat er auch, genau. Funktioniert auch super. Braucht man nur die Gradzahl einzustellen, auf Automatik zu stellen und dann macht er die Gradzahl ins Auto. So, jetzt habe ich eine unorthodoxe Bitte. Ja. Zeig mir mal einen Schlüssel. Schlüssel? Ich weiß nämlich, wo er ist. Der ist hinten bei dir am Popo. Genau. Hast du reingesteckt und der sieht so aus, gell? Ja, der sieht so aus, genau. Da hat man kein Zündschloss mehr, ne? Das braucht man gar nicht mehr. Der erkennt automatisch. Genau, der erkennt automatisch, wenn der Schlüssel im Auto ist, kann man die Zündung anmachen. So, hier vorne habe ich USB-Steckdosen mit drin. Da habe ich dann nochmal zusätzlich einen 12-Volt-Anschluss, sodass ich meinen Adapter für USB-C oder sowas reinmachen kann. Dann gibt es spezielle Halterungen, das erwähne ich immer gerne. Man muss hier nichts bohren, wenn man das Handy mal festmachen möchte. Es gibt spezielle Halterungen für den Clio, die man dann reinmachen kann. Und ja, die Haptik, das ist ein ausgewachsenes, ordentliches Auto, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, es hat sich viel gemacht und es ist auch richtig, ja, dem Design entsprechend auch modern, ne? Gerade für jüngere Leute auch, finde ich das Design echt super. Isofix auf beiden hinteren? Genau, für die Kindersitze, ne? Gerade auch wenn man von jüngeren Leuten spricht zum Beispiel, für die Kindersitze. So, du bist ja 19. Wie kommt denn das an bei dir in der Berufsschule? Wenn du hier sagst, ich schaffe bei Renault, kommen die dann öfter zu dir und sagen, ob man dir einen guten Preis machen kann oder so? Ja, klar, das hört man eher von Freunden, ne? Mehr oder weniger jetzt von den Leuten aus meiner Klasse, weil die haben ja sowieso auch Betriebe, wo sie arbeiten, ne? Achso, ihr seid ja eine Automobilklasse. Ja, genau. Ja, aber da kommt auch schon einige auch von der Familie, klar, ne? Die wollen alle da mal wissen, was es so gibt. Sehr schön. So, dann steigen wir nochmal aus. Also Automatik mit drin, noch eine ganz normale Handbremse mit drin. Hier habe ich noch eine Mittelarmlehne, die kann ich anpassen von der Länge her. Von der Länge nicht, aber Da kann ich ein bisschen was reinmachen. genau, das geht halt ziemlich weit nach unten, die Mittelarmlehne. So habe ich noch einen Getränkehalter hier in der Mitte. Allein die Automatik, wenn man überlegt, die kostet ja bei einigen Modellen schon einige 1000 Euro mehr. Den gibt es ja nur mit Automatik, den E-Tech, oder? Genau, ne, den gibt es auch nicht mit Schaltung. Das würde nicht mit dem Elektromotor funktionieren. So, steig mal aus. Da ist sie, die Svenja, das kann ich mir gut merken. Ich heiße nämlich Sven. Und
Wenn du noch mal kurz den Motor zumachst, dann machen wir nochmal vom Setup so, dass er schön aussieht. So, immer schön fallen Und lassen. genau, immer schön fallen lassen, passiert auch nichts. Renault Clio 5, hier steht er, ein Vorführwagen. Das heißt, der hat jetzt eine Zulassung gehabt auf euch? Genau, der hatte einmal eine Zulassung, Tageszulassung meistens. Und der ist auch noch nicht viel gefahren. Der hat ein paar Kilometer drauf, aber das ist noch lange nicht der Rede wert. So, 19.990 mit 16% Mehrwertsteuer drin. Genau, da sind noch die 16% mit drin, die halt bis voraussichtlich dieses Jahr noch gelten. Ne? So, und der ist noch zu haben, der da. Ja, der ist noch, denke ich, zu haben. Ja, also ich habe mal bis jetzt noch nichts anderes gehört. Hier vorne steht er. Also stellvertretend der neue Renault Clio. Hier ist er diesmal in der Hybrid-Variante. Ohne Stecker, ich muss nichts aufladen. Er nutzt die Bremsenergie, damit er günstiger fährt. Elektromotor mit drin, Startergenerator. Tolles Auto. Ja, erstes Video für dich, Svenja. Ja, erstes Video. Und, war schlimm? Nee, es geht. Alles gut. Alles klar. Ich danke dir herzlich. Autogalerie Saar. Und gerade nochmal der Standort von euren Niederlassungen. Wo seid ihr überall? Ja, Eppelborn, Neuenkirchen, Lebach und hier in Saarbrücken, der Stimmt. Hauptstandort. Ich höre es da auch im Radio immer. Ah, ja, gut. Das ist gut. Tschüss. Tschüss.